Oh, der Scheiß, der geht hier kaum durch die Tür, du. Oh. Scheiße, du. Ich sag doch, das passt nicht. Oh. Mann, warum ist das Ding denn so groß und schwer, du? Oh. Na toll, das war jetzt so nicht geplant, du hier. Scheiße. So, da ist das. Creality High Combo. Ich würde sagen, ich hebe jetzt einfach mal den Karton ab und wir schauen, was sich da drin verbirgt. I'm really excited. Mal gucken, dass nichts rausfällt. Wahnsinn. Da ist der Drucker. Inklusive High Combo. Die CFS liegt einfach hier oben drauf. So klein ist der Drucker. Okay. Machen wir jetzt als erstes mal mit der CFS weiter hier. Oder fangen wir damit mal an. 4 Farben, unbeheizt. Aber Multicolor. Oh, die sieht schon richtig schick aus. Hier oben mit so einem matten Finish. Ah ja. Doppelte Verriegelung auf beiden Seiten. Zack. Oh, das sieht schon edel aus. Sehr schön. Zack, die beiseite. Oh, Filament. So, was haben wir wieder hier? Super High Power Technology Ghost Filament. Das normale Hyper PLA von Creality. So, Filamenthalter für eine Rolle. Werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Und da ist es, das erste Mal. Ja, gut. Das war's mit diesem Video. Danke fürs Einschalten. Nee, Spaß. Ja, da haben wir jetzt natürlich ein Problem. Das ist die Ling Long Version. Hoffentlich ist das auch ein 230 Volt Gerät. So, hier Zubehör. Was ist drin? Creality Installation Guide für die CFS. After Sales Service Card und Quick Installation Guide für die High Combo. Oder nur für die High. Creality High heißt er einfach nur. Nur High. Hi. Okay. Sticker kennen wir von Creality. Kleines Werkzeugkit. Sehr schön. Kann man immer gebrauchen. Dann gibt es immer dieses Rettungswerkzeug. Habe ich beim KNC relativ oft gebraucht. Das ist, um den Extruder ein bisschen Liebe von oben zu geben, wenn das Filament stecken bleibt. Kann man gut gebrauchen. So, und dann haben wir hier noch eine Zange, glaube ich. Kleiner Seitenschneider in Blau. So, hier ist noch ein Fitzelding. Filamentführung. Wahrscheinlich, wenn man eine Farbe benutzt. So, das packe ich hier mal alles wieder ein. Packen wir das auch zur Seite. Und dann sage ich mal, Sesam, öffne dich. Da ist er. Oh, sehr gut verpackt mit diesem ganzen Schaumstoff und hier mit richtig fetten Kabelbindern. Gut, dann wird er auf jeden Fall heil angekommen sein. Das ist ja schon mal gut. Hier haben wir schon mal 2 Achsen vormontiert. Ist schon so ein bisschen wie beim A1 von Bambulab. Muss man auch so zusammenbauen. Das packe ich mal hier vorne hin. Ist so ein bisschen Titanfarbe. Das finde ich cool. So, zack. Na, hier sehen wir gleich so eine Hybriddüse mit gehärteter Spitze und eine richtig schöne Linearführung. Edel. Kamera haben wir ja auch auf der Seite. Das ist schon mal gut. Mal gucken, kriegen wir das jetzt so rausgehoben oder müssen wir erst die Kabelbinder lösen? Ich glaube, ich kann es an den Kabelbindern so rausheben. So. Zack. Einen Kran bräuchte ich hier eigentlich mal an der Decke. So. Das sehe ich gleich. Das Gehäuse ist gegossen. Auch schön. Seitenschneider, dann befreien wir den Otto mal. Okay, der Seitenschneider geht nicht. Ich brauche hier Werkzeug. So. Zweiter Versuch. Ah, der Gute vom Kniepex, der schafft das. Zack. So. Kabelbinder raus. Ah, guck mal, hier ist das Druckblech. Das liegt da so extra oben drauf. Seidenmatt, würde ich sagen. Ganz fein beschichtet. So, hier ist ein bisschen Schaumstoff wieder. Zack, zack. So viel Schaumstoff. Oh, hier das Display, das ist cool. Das habe ich schon gleich gesehen. Das kann man so schön wie beim A1 quasi so klappen, aber dann kann man das so in so Stufen einrasten. Ist auch ein bisschen schön. Zack. Sieht aber komisch aus, da unter. Wieder so ein Schmierfilm auf dem Display.
Okay, das mache ich gleich nochmal sauber. So, dann das letzte bisschen Plastik auch noch weg vom Tisch. Gucken wir gleich mal runter. Alles schön aus Metall, nichts Kunststoff. Und das ist alles, obwohl doch, das ist Kunststoff. Die Bogenplatte ist Kunststoff, aber der Rahmen, guck mal hier rein, ist halt richtig Guss, ne? Das ist alles richtig massiv. Er ist auch schwerer, glaube ich, als der 1. Habe ich das Gefühl. So, hier. Schlitten. Hört sich gerade laut an. Gucken wir mal. Und hier, schöner Stecker für den Kopf. Das finde ich immer schön, wenn das in so vernünftigen Schläuchen drin ist. Und das sieht alles hochwertig aus. Angespritzte Kabelschläuche hier. 2000 Jahre später. Zack. So, wir schauen mal kurz, was dabei ist. Ich habe mich nämlich jetzt noch ein bisschen schlau gelesen in diesem Installation Guide, wie das geht. Und wir brauchen nämlich ein paar Schrauben, um das jetzt hiermit zu verbinden. So, und das finden wir hier in dem Zubehörkit. Hier sind nämlich auch 2 Abdeckkappen, die wir gleich brauchen. Und hier sind die Schrauben. Zack, packe ich mir mal hier oben drauf. Das Gute ist, das ist vollflächig magnetisch. Das ist mir eben direkt schon aufgefallen. Und das rastet hier hinten so richtig schön ein. Also es ist nicht so, dass man das so überlappen kann und dann steht das hier raus und man sägt sich das Display an der Seite kaputt. Sondern das ist wirklich so, dass es hier zack rein. Bob. Ersteindruck für die ersten 5 Minuten äußerst schöne, hochwertige Verarbeitung. Auf jeden Fall. Muss man so sagen. Auch hier an der Seite, hier ist noch RFID hinter. So extra so ein Badge hier so drin. Das spiegelt nochmal so schön. Alles ist Guss. Wenn man sich auch mal das Ganze ein bisschen umdreht hier. Das kleinste Druckbett ist quasi unten drunter gegossen. Und wir haben hier, ich glaube, ein 1000 Watt Druckbett, was innerhalb von 30 Sekunden auf 60 Grad heizt. Also Schnips und es ist heiß. Das ist cool. Bin ich sehr gespannt drauf bei diesem Drucker. So, Schrauben mache ich mir mal hier aufs Druckbett auf. Dann haben wir hier viel Werkzeug dabei. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier draufsetzen. Wir haben hier 2 und da einen Stecker. So, und dann nehme ich mir das Ding einmal und schaue mal, dass ich die Stecker da jetzt schon mal einstecke. Zack. Zack. Und dann noch den kleinen letzten hier. Den kann man aber auch erst, glaube ich, einstecken, wenn man damit durch ist. So. Erstmal reingleiten lassen. Gucken, wo die Kabel hingehören. Was sollen denn die Kabel dahin? Nicht, dass ich jetzt was kaputt mache hier. So, in der Anleitung ist das mit dem Kabel hier nicht so gut beschrieben, sage ich mal. Also das Kabel muss hier einmal oben durchgezogen werden. Kannst noch ein bisschen anheben. Hier ist also ein Loch. Also einmal so durchgezogen werden. Vielleicht auch einfach erst durchfädeln, dass es so rausguckt. Dann den Stecker einstecken. Klack, der rastet dann ein. Und dann kann man das Kabel da einfach so runterschieben. So, dass es verschwindet. Das muss man auf beiden Seiten machen. So, und dann gibt es hier noch ein Kabel. Auf der Displayseite, den rasten wir auch ein. Zack, klack. Und dann können wir das Kabel auch da so wegschieben. Und dann brauchen wir jetzt noch mal Schrauben. So, die haben auch gleich so kleine Beilegscheiben, die das sichern sollen. Da müssen wir natürlich auch die richtigen Schrauben nehmen. Das sind natürlich die großen Linsenkopf, haben auch eine Beilegscheibe. Die müssen da genommen werden. Die etwas größeren. So, 4 Stück an der Zahl. So, das kann man mit dem mitgelieferten Werkzeug ganz einfach festmachen. Geht ja auch richtig fix. Aber vom Gefühl her müsste man das gar nicht festschrauben. Das sitzt schon so fest da unten drin. Dadurch, dass dieser ganze Motor in diesem konisch gefertigten Gussrahmen drin sitzt, ist das schon so stabil. So, nur mit den Kabeln war das ein bisschen fricklig. So, jetzt haben wir hier noch 2 kleinere Schrauben mit Beilagscheibe. Die hier, das sind Zylinderköpfe. Die müssen hier hinten rein in den Rahmen, dass das nochmal stabiler wird. Zack, auf jeder Seite eine. Auch schnell gemacht. So, und dann nur noch die Kappen drüber. Und dann sind wir quasi mit der Montage der beiden Teile schon mal fertig. Dann sind alle Achsen in Position. So, hier haben wir jetzt Kunststoffkappen und Spritzguss. So, und die kommen jetzt einfach hier so rein. Klack.
So, und als nächstes müssen wir das hier anschließen. Und dafür müssen wir das Kabel hier hinten in so Plastiklaschen reinmachen. Das mal so aufmachen. So, hier unten geht das Kabel so eine leichten Drehung durch diese kleinen Laschen hier hoch, hinter den Arm lang. Müsst ihr auch gucken, dass es in der richtigen Ausrichtung ist. Hier oben ist noch ein Clip und dann wird das einfach da so eingerastet. So, zack. So, das war das Ganze. So, was kommt hier jetzt noch ran? Remove the cap. Achso, man kann die Kappe abmachen, um das einzustecken. Es geht aber auch so. Okay. So, jetzt hätten wir hier noch die Option für 1 Kilo. Und da gibt es dann noch diese Halterung hier. Die müssen wir hier vorne so reinstecken. Zack. Und dann gibt es nämlich hier noch die letzte Schraube. Das ist einfach die Tube-Halterung, um das Filament besser zu führen. Kommt hier so eine kleine Kunststoffschraube rein. Wahnsinn. Für diese eine Anwendung, für diese eine Schraube haben sie extra einen Imbusschlüssel beigelegt. Das ist doch wahnsinnig. So, und jetzt haben wir die Halterung fertig und das kann man jetzt einfach so ein Spritzgussteil hier drüber machen, wenn man wenn man nur eine Farbe benutzen möchte und dann rastet man das ein. Dann kann man den hier oben auch einrasten. Zack, richtig drin, knack. Und dann könnt ihr hier eine Farbe benutzen. Werde ich nicht machen. Ich werde auf jeden Fall mehrfarbig drucken wollen mit. Deswegen mache ich das gleich wieder ab. Zack. Wofür ist denn noch hier dieses andere Ding dabei gewesen? Hier, okay. So, dann haben wir auch noch einen Ersatz Nozzle-Reinigung. Ist auch immer gut. Und dann hatte ich erst gedacht, ey, wir haben ja das falsche Kabel mitgeliefert bekommen. Und dann ist mir aber aufgefallen, es fehlen noch Kabel für die CFS. Und weil ich das falsch herum aufgemacht habe, ist mir dann aufgefallen, dass die Kabel und das Euro-Steckerkabel oben auch noch mit drin war. Habe ich jetzt gefunden. Also nicht wundern, wenn ihr nur das findet, dann müsst ihr nochmal suchen gehen. Und das hier sind nämlich die wichtigen Kabel für die Verbindung der CFS. Zack, 2 Kabel. Einmal für den Filamentsensor wahrscheinlich und einmal für die Stromversorgung und den Datenbus, um mit dieser Box zu kommunizieren, welche Farbe wo drin ist. Sprich, der hat ja auch NFC-Chips drin, um dann auch wirklich die Filamente direkt zu erkennen, dass wir wissen, oder das Gerät weiß, welche Farbe wo beladen ist. So, jetzt geht es hier weiter. Munter fröhlich. Ich hole mein Gerät hier mal rüber und dann schließen wir das einfach mal mit so einem Kaltgerätestecker an. Den habe ich mir hier schon mal durchgefiedelt. Können wir das gleich mal einstecken hier hinten. Zack. Dann haben wir hier 2 Kabel. Mal gucken, wo hier was hin muss. Das gehört wahrscheinlich dahin. Das dahin. Das dahin. So, und das hier, klack, da rein. Das weißt du schon alles blind. Das weiß ich alles blind. Genau, weil ich die Anleitung gelesen werde. Das ganze Wissen habe ich hier mir in diesem Buch gerade erlesen. So. Nee, es ist tatsächlich auch wieder nirgendwo beschrieben. Die sagen immer, geh bitte auf die Webseite. Ich finde aber nichts, wie ich die CFS jetzt genau anschließe mit den Kabeln. Schön wäre es, wenn es selbsterklärend wäre, aber es ist dann doch wieder wichtig, dass man das richtig macht. Das steht hier in beiden User Guides, obwohl es hier auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Sprachen ist, finde ich hier tatsächlich nicht die Anschlussweise der CFS. Jede Seite eine Sprache. Ist das Teil auch nicht aufgelistet? Hier ist es aufgelistet drin. Und hier ist dann einfach nur beschrieben CF 485 Port. Das ist der Datenkommunikationsport. Ja, das sind die beiden, aber die sind beide beschrieben. Dann müsste es fast egal sein. Multicolor, yes. So, das ist alles beschrieben, sehr detailliert, wofür was ist und vor allen Dingen ist hier auch Netzteil-Steckdose steht da. Das ist nämlich, wenn man die CFS an einem KNC oder sowas verwenden möchte, dann muss man sich noch so ein Upgrade-Kit kaufen. Die CFS und mit dem Upgrade-Kit ist dann dieses Netzteil drin, damit man das dann auch rückwirkend der ganzen KNC, KNE, genau, KNC Max, dass man das an diesen 3 Geräten dann auch noch verwenden kann, rückwirkend, was ziemlich cool ist. So, wir haben jetzt hier noch mal ein paar Schläuche. Sieht mir schwer nach 2,5ern aus. Das Geheimnis der ganzen Tubes ist einfach, dass die innen drin ein bisschen größer sind als die Standardschläuche, damit es ein bisschen leichter flutscht. So, müssten wir hier 5 Schläuche haben. Ja, einer zum Drucker. Eins, hä? Das ist der Adapter für 16. Das weißt du schon alles blind. Das weiß ich alles blind. Das weiß ich alles blind.
Ich Idiot. Also, wir haben jetzt hier 3 verschiedene Tubes, je nachdem, wie weit man die CFS entfernt haben möchte. Und anders als zum Beispiel bei der Anycubic Cobra 3 muss man hier tatsächlich nur ein Tube direkt zum Drucker führen. Ist anders. Bei der Anycubic 3er Combo muss man tatsächlich alle 4 Schläuche zum Druckkopf hinführen. Fand ich schon immer nicht so cool. Und hier haben sie es tatsächlich mit eingemacht. Aber dann gibt es noch dieses Teil. Da habe ich mir gerade gefragt, wo wird das sein? Aber das Teil ist wahrscheinlich genau dafür, dass man hier nicht nur eine CFS anschließen kann, nicht 2, sondern 4 gleichzeitig. Und dieses Teil managt dann, welche Farbe zum Kopf gefördert wird. Also sprich, 16 Farben kann dieses Teil dann später managen. Boah, die Anleitung ist aber scheiße, du. So, ich habe jetzt den Tube hier provisorisch lang geführt. Das ist aber nicht richtig. Man braucht tatsächlich das Teil hier. Das war ja auch beim Drucker dabei. Und da ist nämlich so ein Klebepad dabei. Da habe ich auch ein bisschen Angst vor, weil wenn man das falsch hinklebt, dann ist man erstmal, ja, dann ist man erstmal vorbei jetzt mit dem Leben hier von diesem Drucker. Also ich klebe das jetzt hier mal auf. Das ist ein ganz krasses Klebepad. Das gibt es als Streifen von 3M zum Beispiel. So ein kleiner Streifen, der hat schon so viel Haftung. Und in der Größe könnte man theoretisch ein Auto an der Straße festkleben. So, zack. So, in der Anleitung war das jetzt nicht beschrieben. Gar nicht. Ich gehe mal davon aus, wie ich das in anderen Videos gesehen habe und auf der Webseite, dass man das hier auch noch mit einsteckt, weil hier sind 2 Anschlüsse. Und dann soll das hier angeblich so hier rangeklebt werden. Und dann geht ein Schlauch hier oben rein und von hier unten raus, da sind nämlich 4, kann man dann die 4 CFS anschließen. Da ist nur die Frage, wo kriegen die anderen CFS ihren Strom her? Zack. So, also ist aber jetzt irgendwie ein bisschen bewegungseingeschränkt, diese Box. Denn dieses Kabel von diesem Manager, quasi, wie ich den jetzt mal nenne, zu CFS ist halt relativ kurz. Das heißt, man muss die relativ dicht daneben stellen und man kann sie nicht auf die andere Seite stellen. Das Kabel vom Drucker zu CFS, das ist fast 1 Meter lang. Gut, ja. Und der Schlauch, da kann ich auch einen anderen nehmen hier, merke ich gerade. Ein Schlauch direkt in den Kopf, das ist das kürzeste Schläuchchen, was dabei ist, aus PTFE. Das wird dann hier oben reingeschoben, ziemlich weit rein. Man kann das so ein bisschen erahnen, muss man so ein bisschen zentrieren und dann rastet man das da drin ein. Hier ist so ein Federmechanismus und da muss das nämlich dran sein. Dann wisst ihr, alles gut, ist fest. So, und dann der etwas längere Schlauch von der CFS in einer der Löcher hier unten rein. Wahrscheinlich hätte man das Ding doch weiter unten hinkleben müssen. Warte mal. Geht noch ab. Aber das ist das, was ich meine. Das ist halt nicht so cool. Das klebe ich mal auf halber Höhe an. Ist halt doof. Das ist wirklich nirgendwo da drin beschrieben. So, zack. Und jetzt schalten wir das Ganze mal ein, würde ich sagen. Zack. Es geht los. Die CFS leuchtet schon mal. Creality-Logo in farbig. Schick. Es blinkt und der Drucker fährt hoch. Das dauert aber ziemlich lange. Language-Einstellung. Okay. Jo, das haben wir. Drücken wir OK. Einstellung hier. Private Police. So, WLAN kurz eingeben. So, mein Passwort kennt ihr alle. Zack, okay. Dann müssen wir mal unsere Zeitzone einstellen. Zeiteinstellung, speichern. International, Start. 11 Minuten dauert das jetzt. Er testet sich jetzt einmal durch. Oh cool, jetzt geht hier schon mal das Licht an, das Logo. Die Turbine hier vorne ist auch beleuchtet. Oh, es dreht sich schon. Beidseitig ein Lüfter. 1 Minute 37 Sekunden später. So, wir sind bereit zum Filamentladen. Ich habe da mal ein paar passende Filamentspulen mir rausgesucht, um euch zu zeigen, was für Filamente da reinpassen. Mittlerweile, muss ich sagen, sind fast alle Spulen kompatibel. Eigentlich alle Firmen haben sich jetzt auf dieses AMS-System vom Bambu Lab eingeschossen und das übernimmt natürlich auch Creality oder Anycubic. Alle anderen Firmen nutzen jetzt irgendwie die gleichen Spulenmaße. Deswegen, ganz klar, wir klappen das hier mal auf. Und hier passen jetzt tatsächlich Prusament-Spulen rein, Bambu Lab-Spulen mit meinem eigenen Hausfilament drauf. Passt hier natürlich auch rein. Zum Beispiel hier Ouvertüre-Filament auf der Pappspule. Das passt natürlich auch. Wir haben ja auch Sunroof-Filament, das würde auch passen. Aber hier auch Gretech, benutzt auch das gleiche Spulenmaß. Bambu Lab ja sowieso die Spulen.
Redline, Pappspulen passen auch rein. Also für alle Filamente ist hier genügend Platz. Sie müssen zwar die richtige Breite haben, aber dann passt es auch. So, wir nehmen jetzt aber das hier raus. Dann nehmen wir das noch. Und dann haben wir noch ein paar schöne Farben. Ne, dann nehmen wir noch das Grüne raus hier. Oder wir nehmen das so. Zack. Nehmen wir noch ein Grau mit rein. So, und jetzt können wir das hier vorne einfach einfädeln. Da übernimmt er das gleich. Mit richtig Schwung macht er das. Ganz schön laut. Boah, das macht aber schon ganz schön Geräusche. Jetzt können wir nämlich hier am Display hier einfach mal die Farbe anpassen. Boah, da gibt es ja richtig viele Farben. So, das ist so ein helles Grau. Farbe, hier gibt es nur Quality und Genik. Wir machen Quality Filament, zack, PLA, Hyper PLA. Hier gibt es noch mehr Filamenthersteller. Ender PLA. Wir machen jetzt einfach mal hier Standardwerte. Normale Düse, normale Temperaturen, zack. Dann laden wir das nächste mal rein. So, nächstes Filament hier. Auch das Filament von Redline zieht er sich rein. So, letzte Farbe. Ich mache jetzt mal den Deckel zu direkt. Zack. Dann ist das Ganze schon deutlich leiser. So. Hier oben im Deckel sind so wie so Taster und die drücken das Filament nämlich in Position und wenn das Filament hier zwischen sitzt, kann es auch nicht verrutschen und dadurch kann auch nichts überspringen oder verknoten. Das ist auch noch ziemlich gut gemacht. So, jetzt haben wir hier gleich alle Farben konfiguriert. Zack. So, jetzt können wir hier das einstellen. Warte mal, ich muss mich da ranholen. So, das ist der Main Screen. Hier haben wir dann lokale Dateien, USB-Drive-Dateien, Historie, das ist jetzt alles noch leer. Dann können wir hier Einstellungen, Bewegung, Material und Cooling können wir hier mal hochfahren, manuell. So Freunde, wir sind jetzt gerade im Produktionsraum und hier steht nämlich die Quality High Combo gerade. Und jetzt laufen gerade alle Drucker nicht, ich starte die jetzt gleich alle wieder. Aber ich nutze diesen Moment und mache jetzt noch einmal eine Dezibelmessung, dass wir auch genau wissen, wie laut der ist. So, wir sind ungefähr wieder einen halben Meter weg. Liegt so bei ungefähr 61 Dezibel. Ja, 60 Dezibel. Aber ich finde den jetzt nicht so unfassbar laut. Und das Laden des Filaments, das warten wir jetzt gleich nochmal ab, denn da können wir auch nochmal eine Lautstärke machen. Denn das ist ein Tick lauter, aber deutlich leiser als zum Beispiel beim Anycubic. So, Druckauftrag ist fertig. Das heißt, wir können das hier schon mal runternehmen. Am besten man nimmt das Blechschild runter, biegt das Ganze so ein bisschen. Und dann können wir das im Ganzen nämlich runternehmen. Ist alles von einem Druck, wegen diesen 4 Figuren. Spielt aber jetzt keine Rolle. Ich hätte auch 10 Figuren machen können oder nur eine. Aber das hier war die Pup-Ausbeute, sage ich mal. Naja, Ausbeute, naja, das muss jetzt in Müll. Und vom Gewicht her würde ich sagen, dass das hier sogar schon das hier überwiegt. Das ist natürlich wieder richtig blöd. Obwohl ich im Slicer versucht habe, möglichst materialsparend zu drucken. Also ich habe das Programm einmal ausrechnen lassen, mit welchen Farben ich ungefähr wie viel Pups shooten muss. Natürlich gibt es irgendwelche Kalibrierungsmodelle, mit denen ich das ausmessen kann und ich kann mich auch über Tage rantasten. Aber ich habe hier über 100 verschiedene Farben. Ich kann jetzt ja nicht für jede Farbe gucken, wie das mit welcher Farbe gedruckt werden muss. Gut, wenn man jetzt sich mal 10 Farben aussucht und sich das einmal einstellt und immer nur diese Farben nimmt, dann wird man irgendwann natürlich materialsparender drucken können. Aber wenn man einfach irgendwelche Filamente da reinschmeißt, sollte man auf jeden Fall die Standardwerte übernehmen und dann shootet der schon echt ganz schön viel Pups. So, Druckblech wieder raus. Und jetzt will ich andere Farben haben. Das heißt, ich habe hier üben meine CFS. Zack, mache die auf. Und jetzt kann ich mir hier nämlich meine Filamente entladen. Zack, hier vorne ist so ein Knupsi, den kann ich drücken, dann regelt er das Filament. Zack. So, jetzt kommen hier nämlich 4 andere Farben rein, weil ich ein Vergleichsmodell drucken möchte. Zack, ich stecke es rein und er zieht es sofort rein. So, nächste Farbe.
Er kalibriert das immer einmal durch und dann nimmt er erst die nächste Farbe. So, jetzt nochmal eine Dezibelmessung. 62 mit offener. Und 59 ungefähr oder 59 bis 60 mit geschlossener Haube. Das heißt, das dämpft gar nicht so viel. Aber ich muss auch sagen, dass die CFS relativ leise ist im Gegensatz zum AS Pro von Anycubic zum Beispiel. Jetzt mal zum Vergleich. Das AS Pro von Anycubic liegt so ungefähr bei 63 bis 65 Dezibel. Und das ist jetzt noch leise. Manchmal knackt das relativ laut. Da denkt man, da geht irgendwas kaputt. Ist aber einfach so. So, Creality wirbt ja damit, dass dieser Drucker unfassbar schnell aufheizen soll. Und das will ich jetzt einmal testen. Ich habe hier mein Handy als Stoppuhr und dann habe ich hier noch einmal eine große Temperaturanzeige mit einem dicken Sensor. Das schalten wir mal ein. So, und wir haben jetzt eine Raumtemperatur von 31,1 Grad hier drin. Also ich merke, es ist ziemlich warm. Okay, es geht gerade runter. 30,8, ungefähr 31 Grad. Jetzt klemme ich das mal unter das Heizbett. Ich hoffe, so kann ich ganz gut messen, möglichst in die Mitte. Wir sehen jetzt hier noch einen Graphen. Vorhin war es sehr warm. Und jetzt ist der Graph wieder ganz abgekühlt. Wir haben hier 31 Grad vom Druckbett. Ihr seht 31,8. Das stimmt ungefähr mit ein bisschen Abweichung. Und ich würde sagen, wir heizen jetzt einfach mal auf. Ich habe hier die Stoppuhr in der Hand. Ich versuche die hier mal hinterzustellen. So, und jetzt gehe ich mal hier auf Einstellung. Gucken, wo ich das hier manuell aufheizen kann. So, Düse wollen wir nicht. Wir sagen mal Druckbett auf 60 Grad. Okay, ich sag mal auf die Plätze, fertig, los. So, wir heizen auf. 60 Sekunden war die Ansage auf 60 Grad. So, jetzt geht es, glaube ich, langsam hoch. Irgendwie sieht mir das noch nicht so nach Aufheizen aus. So, 15 Sekunden noch auf die 60 Grad. Dann haben wir schon die Minute. Ihr seht, hier unten geht es auch zügig hoch. Aber leicht verzögert. Gut, der Sensor muss erst warm werden. Okay, 1,5 Minuten. Braucht er, um von 30 auf 60 Grad zu kommen. So, und hier seht ihr jetzt nochmal einen Fehler, der mir in den letzten Tagen häufiger aufgetreten ist. Und das lag tatsächlich hier an dieser Spule. Die war nämlich ein bisschen zu klein. Ihr habt gesehen, das ist übergesprungen. Ich habe das dann immer wieder zurückgewickelt und neu eingelegt. Und da sieht man auch kurz, dass die Spule einfach kleiner ist als die auf der rechten Seite. Man kann dann wieder einfach auf Wiederholen drücken und der Druck fängt ganz normal wieder an. Ich hatte es aber tatsächlich einmal, wie ihr auch später noch sehen werdet, dass bei der Eidechse tatsächlich dann 1, 2 Layer fehlten durch dieses Problem. War ein bisschen schade, aber man muss sagen, hätte man die richtige Spule genommen, was mir zu dem Zeitpunkt nicht wirklich aufgefallen ist, hätte ich dieses Problem gar nicht gehabt. Also nehmt einfach die passenden Spulen, die kompatibel sind, achtet, dass sie nicht zu klein sind und dann könnt ihr auch richtig schöne Drucke erzielen. Aber dazu später mehr. So, jetzt habe ich mich mal hier hingesetzt und habe hier mal die ganzen Druckobjekte, die ich jetzt so die Tage gedruckt habe, mal herangeholt und will mir die jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Und dafür habe ich wieder meine BenQ Webcam. Das ist nämlich so eine ultra krasse Kamera. Die hat nämlich so ein, was heißt krasse Kamera, einfach eine Webcam, die hat halt so einen Aufsatz und dann kann ich halt so richtig krasse Makroaufnahmen machen. Ziemlich cool. Ich zeige euch jetzt mal die Druckqualität. Okay, let's go. Bisschen enttäuscht gewesen so. So, also als erstes habe ich mal hier solche Eidechsen gedruckt und die waren katastrophal. Also ich habe zweimal diese Eidechsen gedruckt, also so in der Anordnung, habe dann die später nochmal alleine gedruckt. Da hatte ich aber tatsächlich noch ein paar Probleme mit dem Filament, dass es nicht richtig abgerollt hat, weil die Spule im Endeffekt nicht passend war, was ein bisschen doof war. Also das sieht man auch schon ohne Spezialkamera. Da fehlen halt Layer. Sieht jetzt so ein bisschen aus, als würde der lachen, aber das ist nicht sein Mund, da fehlen halt ein paar Layer. Das ist schon echt schummrig geworden. Und auch hier sieht man so ein bisschen Farbeinschränkungen. Aber womit ich angefangen habe, bei den Standardeinstellungen, wo ich gesagt habe, ey, das sind meine Farben, berechne mir mal bitte
die vernünftige Spüldauer oder Spülmenge. Und da kam halt auch dieser große raus. Ja. Das Filament war zu dem Zeitpunkt auch nicht ganz feucht. Ich hatte frische Rollen geladen. Da denkt man ja eigentlich, wenn sie eingeschweißt sind, sind sie relativ trocken. War dem hier nicht so. Ich nehme jetzt einfach mal meine Kamera hier und gehe mal jetzt hier rauf. Und hier bin ich auch gleich an einer Stelle, wo man deutlich erkennen kann, dass hier einfach noch quasi Reste von der anderen Farbe mit drin waren. Und hier sieht man auch, da ist einfach Lufteinschlüsse. Das sieht echt richtig schaurig aus. Wenn man sich mal hier jetzt so das Auge anguckt, sieht schon eigentlich besser aus. Hier vorne so allgemein ein paar Layer. Von der Seite die Layer. Also so ein Bub hier zum Beispiel oder hier die Fäden. Das ist natürlich, wenn die Filamente nicht ganz trocken sind. Das kann dann natürlich immer mal vorkommen. Aber was halt nicht vorkommen sollte, vor allen Dingen wenn man sehr viel spült, sind halt diese Farbunregelmäßigkeiten hier. Ne? Ihr seht, hier ist schön orange, grün und hier ist so ein bisschen schleichig. Da sind einfach noch Reste von dem Auge mit drin. Also man sieht das hier, dass es quasi vom Auge her passend dazu nach hinten wandert. So, und da sieht man eindeutig, dass die einfach nicht richtig gespült hat. Obwohl die Spülmenge hier schon relativ hoch war, habe ich das nochmal gemacht. Das ist dann auch ein bisschen besser geworden. Aber da habe ich gesagt, komm, Geckos machen wir mal beiseite. Und dann habe ich nämlich alles nochmal auf meiner Anycubic Cobra 3 gedruckt, um jetzt nochmal einen Vergleichswert zu haben, weil die eigentlich preislich in derselben Liga spielen. Und da habe ich dann einmal diese Mulche hier gedruckt, mit einem Filament, was sehr transparent ist. Da muss ich sagen, auf den ersten Blick sieht das auch richtig cool aus. Gerade der Kopf und diese Akzentfarbe, das passt richtig gut. Das sieht ordentlich aus. So. Das Filament ist leicht transparent, deswegen wird man jetzt vielleicht innen drin ein bisschen was Schwarzes sehen. Zum Beispiel hier unten, da hätte man noch mehr Schichten da drin machen können. Hier sieht man auch die Stützstruktur. Aber es sind halt immer so die Standardeinstellungen, die ich dann nehme. Ne? Einfach, ich gehe natürlich jetzt nicht davon aus, dass wir hier, alle, die hier zuschauen, Profis sind. Und wenn man sich so einen Drucker kauft, gerade in so einem Preissegment, dann sollte das eigentlich Plug-and-Play sein. Denn man kauft sich einen günstigen Drucker, der soll dann auch funktionieren. Wenn ich mir einen Prusa kaufe und das starte für 1500 € mit MMU Core One, dann würde das laufen. Dann soll das auch gut aussehen. Aber bei so einem günstigen Drucker erwartet man es halt trotzdem irgendwo. Weil wir jetzt ja schon relativ fortgeschritten sind. Ich meine, fast jeder Drucker, der rauskommt, ist ein Multimaterial-Drucker. Und eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass es einfach mal besser wird. Aber das mit diesem Spülen der Filamente ist immer noch ein heikles Thema. Und er druckt auch relativ unsauber, aber das seht ihr gleich noch. Also wir haben hier unten halt Überhänge, die eigentlich auf dem Druckbett aufsaßen. Aber ja, hier zum Beispiel auf der Seite, das Ohr hat er gedruckt. So, und hier ist es halt einfach weggebröselt. Ne? Das ist ein bisschen schade. Ansonsten die Layerlinien. Hier, das sieht eigentlich alles ganz ordentlich aus. Da muss ich sagen, das ist eigentlich okay. Erste Schicht, so auch mal ziemlich gut. Denn wir können uns das noch einmal schnell von Anycubic angucken. Gleiches Modell, gleiche Farben vor allen Dingen auch. Hier haben wir dann auf beiden Seiten quasi der Ohren vernünftige Druckbettauflage, da ist nichts abgerissen, das sieht besser aus. Aber ihr seht auch hier, genauso dünn, das sind auch die Standardeinstellungen. Sieht alles gut aus, obwohl wir hier einen minimalen Layer Shift drin haben, sehe ich gerade. Wobei der, nee, hier ist tatsächlich, bei dem Anycubic haben wir hier einen Layer Shift drin, sehe ich gerade. Hier vorne, über den Nasenlöchern sieht man es ein bisschen. So, ansonsten die Druckqualität von dem war ja eigentlich schon ganz gut. Aber das nur am Rande. Das war Anycubic und das ist Creality meiner Meinung nach leicht schlechter. So, dann habe ich mir hier diese kleinen Seepferdchen gedruckt. Die habe ich auch schon mal mit meinen anderen Druckern gedruckt als Vergleichsobjekt, da aber in anderen Farben. Und jetzt habe ich die aber auf der High Combo und auf dem Anycubic Cobra 3 gedruckt. Und tatsächlich hat hier die High Combo mich wieder enttäuscht. Erstmal in erster Linie, ich habe hier schon ein bisschen Stützstruktur abgebrochen. Die Stützstruktur ist überfett. So, und dann habe ich das versucht von der Stützstruktur zu befreien.
Und da ist es tatsächlich zweimal passiert, dass der Kopf tatsächlich abgerissen ist. Das heißt, da haben wir einfach zu kalt gedruckt. Aber es waren die Standard-PLA-Einstellungen, die schon relativ hoch waren, fand ich. Und dann kommen wir zu den Stützstrukturen, die auch hier unten extrem angehaftet haben. Die gehen ab mit einem Schraubenzieher, aber so sollte das ja eigentlich nicht sein. So, das haftet hier einfach an. Das kriegt man schwierig abgekratzt. Das ist halt so fest angebraten, was wieder heißt, dass wir eigentlich zu heiß drucken, aber irgendwo hat es dann keine Layerhaftung. Finde ich ein bisschen schade. Auch hier der Abstand zum Bauch wirkt relativ groß, kann aber auch an der Datei liegen. So, jetzt gucken wir uns das vergleichsweise mal zu Combo 3 von Anycubic an. Hier sehen wir gleich die Stützstruktur viel feiner. Das ist natürlich jetzt auch eine Slicer-Einstellungssache. Die Creality Slicer Software nutze ich noch nicht so lange. Tatsächlich erst für den Test des Drucks, jetzt seit einer Woche. Man kann das sicherlich einstellen, aber ihr merkt, hier macht der Slicer einen Unterschied. Der Drucker muss nicht gleich schlecht sein. Die Druckergebnisse, die er geliefert hat, sind eigentlich ganz gut. Das sind jetzt auch alles Werte, die man mit viel Slicing-Einstellung und viel Erfahrung, viel Testen auch deutlich besser hinbekommt. Aber die Grundeinstellungen in dem Creality Slicer sind Murks. Muss ich einfach sagen. So, also der Kopf von der High Combo, hier gucken wir uns mal die Layer nochmal an, hier zum Auge hin. Sieht im Prinzip alles relativ okay aus. Nicht besonders schön, kann aber auch an der Datei liegen. Jetzt von den Anycubic Drucker. Ich habe hier noch einen von Stützstruktur befreit. Das hat nichts von der Stützstruktur angehaftet. Das ist wirklich ein schönes Bauteil. Das kann man so hergeben, auf jeden Fall. Und hier auch die Augen. Ein paar kleine Druckfehler, aber das ist so fein, da kann man drüber hinwegsehen. Aber was man auch sagen muss, die Anycubic hier Cobra 3, die hat natürlich auch ihre AFS beheizt. Das heißt, sie kann das Filament auch während des Drucken trocknen und das spiegelt sich auf jeden Fall auch in der Druckqualität wider. Gerade hier unten der Fuß, das sieht alles deutlich besser aus. Da muss ich sagen, da geht der Punkt tatsächlich wieder an die Anycubic Combo. Ich habe jetzt hier nochmal ein Prusa-Modell rausgeholt. Das hat natürlich eine ganz andere Farbe. Im Prusa-Slicer gesliced und hier, da ist die Stützstruktur so locker, die fällt schon fast so ab. Ich habe hier so ein Seepferdchen auch mal ausgepackt dastehen. Das können wir uns auch noch mal kurz angucken. Das ist jetzt Prusa MK4S mit der MMU3. Auch hier haben wir Druckfehler vorne, also das liegt auch an der Datei. Und auch hier haben wir einen großen Abstand vom Bauch zum Körperbereich. Also da muss ich sagen, die kommen sich alle schon relativ nah, aber auch die High Combo hat hier wieder schlechter abgeschnitten. Ich würde jetzt ganz klar sagen, es liegt tatsächlich eventuell am Slicer. Man sollte vielleicht den Creality Slicer dann eher nicht nutzen. Man kann sich die Presets auch in den Orca Slicer reinziehen und da dann seine Dateien slicen, was glaube ich ein deutlich besseres Druckergebnis liefern wird. So, ich habe mich mal jetzt direkt vor die Creality High Combo mit der CFS gesetzt. Im Groben und Ganzen, nach einer Woche Testzeitraum, bin ich doch ein bisschen mehr enttäuscht, als ich happy bin. Was geil ist, ist die Qualität, denn die ist ultra. Es beginnt gleich schon im Slicer, denn, was ich gleich vorweg sagen will, es ist einfach nice. Es ist der erste Drucker, den ich getestet habe, der eine Live-View-Kamera hat. Die sitzt nämlich genau hier oben. Wir haben auch so einen Privatsphärenmodus. Wir können die Kamera dann auch zuschieben. Aber was da auch wieder irgendwie ein Joke ist von Creality, ist, dass hier einfach nur eine poplige LED ist. Eine poplige LED. Dafür haben wir Privatsphärenmodus. Finde ich an der Stelle doch irgendwie ein bisschen schwach. Da hätte man irgendwie ein bisschen mehr Licht machen können. Denn es ist alles im Groben und Ganzen geil. Denn es ist erstens mal geil verarbeitet. Das Ganze hier unten ist gegossen, also Gussmetall. Es ist schön lackiert. Hier schön einlackiertes Logo, nichts aufgeklebt. Das Display wirkt wirklich wertig. Man sieht zwar noch die Pixel, aber wir reden hier schließlich von einem Drucker, der nur 490 € kostet und der 4 Farben drucken kann. Ist zwar ein Poop-Shooter, aber ein toller Multimaterial-Printer. Wie eben schon einmal angeteasert, ich glaube, das größte Manko an diesem Drucker ist tatsächlich der Slicer. Das lässt sich mal beheben, indem man einfach einen anderen Slicer nimmt. Also, Slicer-technisch muss man da noch mal ein bisschen rumspielen. Man kann die Poops auch noch einschränken, aber das ist ein bekanntes Problem. Ich habe das auch zwar abgewogen und so, aber das ist kein Messwert.
Das ist eher der Wert von dem Menschen, der vorm Slicer sitzt und welche Materialien man da nimmt. Ich habe jetzt verschiedenste Materialien getestet. Ich habe Prusa, Bambulab Filament, ich habe Creality Filament, ich habe hier noch eins von der Recyclingfabrik, ich habe Redline Filament genommen. Also wirklich umfangreich versucht, möglichst viele verschiedene Spulen darin zu testen. Und tatsächlich, was ich eben nicht gesagt habe, die Greetex-Spule, die war ein bisschen zu klein. Die war einfach nicht hoch genug und deswegen konnte das Filament immer überspringen und es hat geklemmt. Also da müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr halt wirklich am besten nur Spulen nimmt, die dann Bambulab-Maß habt. Aber die meisten Spulen, die jetzt auf dem Markt sind und noch auf den Markt kommen, haben dieses Maß. Ja, Druckergebnisse eigentlich ganz gut. Ich habe hier auch noch eine Vase gedruckt, die ging relativ schnell. Der First Layer von der ist wirklich gut. Die Linien sehen alle gleichmäßig aus. Also das hat mir echt gut gefallen und da hat er auch gar keinen Mucks gemacht. Und ihr seht, ja, hier sind die Abfälle von der letzten Woche drin. Also bestimmt schon 1 Kilo Pup. Und ja, ich hätte euch gerne noch was anderes gezeigt, aber ich habe mich dagegen entschieden. Ihr kennt doch alle dieses Samurai-Schwert, was man so zack, was sich so ausziehen lässt. Und das wollte ich mal richtig schön in Multimaterial drucken, aber ich habe es dann doch gelassen. Denn in der normalen Standardgröße hätte dieses Samurai-Schwert 3,5 Tage gebraucht und hätte 1,7 Kilo Filament verbraucht, wovon ca. 95% Pups gewesen wären. Und das ging gar nicht. Das kann ich moralisch schon fast gar nicht vertreten. Ich habe zwar oft viele Filamente von Herstellern, die sie mir kostenlos zur Verfügung stellen für die Tests, aber da denke ich mir auch so, Alter, für so ein Samurai-Schwert, was am Ende 200 Gramm wiegt, da irgendwie 1500 Gramm wegzuschmeißen, weiß nicht. Man kann zwar was aus den Pups machen, vielleicht zeige ich euch das später nochmal in einem anderen Video. Wenn ihr euch das interessiert, was man aus den Pups machen kann, wie man die recyceln kann, dann schreibt das unten unbedingt in die Kommentare. Ansonsten, ja, ich habe schon einiges Positives und Negatives erzählt. Also, das Display ist geil, der Rahmen ist richtig schön verarbeitet, selbst das Druckbett ist aus Gusseisen, es kann sehr schnell aufheizen, nicht ultra schnell, ein bisschen langsamer als ich gedacht habe. Der Schlitten hat hier oben eine Linearführung, hier unten haben wir normale Stangen mit Kugellaufrollen. Der Kopf hat beidseitig einen Lüfter, wir haben einen extra Lüfterkühler. Die Pup-Chute ist ganz normal, wie auch beim Bambulab A1. Es geht nur ein Schlauch zum Kopf hin. Das ist anders als bei dem Anycubic und bei dem Bambulab A1. Dafür hat er hier noch so ein extra Ding. Warum man das jetzt hier so offensichtlich hingemacht hat, ich weiß es nicht. Finde ich fast nicht schön, aber wir können hier bis zu 16 Farben anschließen. Das ist ziemlich cool. Das ist nämlich etwas, was der A1 hier noch nicht kann. Aber der Anycubic kann auch bis zu 8 Farben und das werde ich in den kommenden Wochen noch testen, denn ich werde auch noch den Anycubic S1 testen und da kriege ich auch noch eine Ace Pro dazu. Aber zurück zu diesen Druckern. Also, die CFS ist super cool und es ist auch cool, dass man viele anschließen kann. Aber in meinen Augen ist sie einfach schlichtweg viel zu teuer. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Denn die wird zwischen 300 bis 400 Euro gehandelt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man sich noch 3 weitere kaufen müsste, also nochmal 1200 Euro und dann kann man 16 Farben drucken. Und dann ist die Frage, was will ich mit dem 16-Farben-Druck? Ich finde zurzeit nicht mal Bauteile, mit denen ich so viele Farben drucken kann. Denn ich recherchiere gerade viel nach Bauteilen, die ich überhaupt 8-farbig drucken kann, damit ich das an dem hier testen kann oder auch bald am Bambulab, weil das wird bald wahrscheinlich möglich sein, seit neuesten Erkenntnissen. Oder auch am Anycubic, der ja auch 8 Farben schon kann. Ich finde gar keine richtigen Bauteile, also man braucht nicht mehr. Aber wenn man möchte, wird es teuer. Das muss man sich einfach im Klaren sein. Weil die ganze Combo kostet ja so nur 490 Euro. Und wenn das 400 kostet, dann kostet der Drucker nur 90 Euro. Dann kann man sich lieber direkt wieder eine Combo holen und hat noch einen Drucker, mit dem man dann einfarbig drucken kann. Weil die Möglichkeit besteht ja auch, indem man hier oben einen Filamenthalter dran macht. Ansonsten ist der Drucker ja relativ benutzerfreundlich. Ihr habt ja gesehen, der Aufbau, der Anschluss, das ging super schnell. Es war schon fast alles vormontiert. Die Tubes waren vorgeschnitten, eigentlich Plug-and-Play. Auch wenn 1, 2 Sachen in der Anleitung nicht beschrieben waren und ich tatsächlich googeln musste, um herauszufinden, wie ich die AFS denn jetzt da anschließe und wo dieser Puffer sitzen soll. Schnell drucken kann der Drucker, aber ob man das braucht, ich weiß es nicht. Wir haben hier standardmäßig zwar eine gehärtete Düse verbaut, aber wie die CFS sich auf Dauer mit Kohlefasermaterialien schlägt, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Ich werde es in den kommenden Wochen auch nochmal ausprobieren und dazu nochmal ein Update geben. Ansonsten im Groben und Ganzen bin ich wirklich eigentlich zufrieden mit dem Drucker. Ich werde ihn jetzt nochmal mit einem anderen Slicer benutzen, weil ich denke, dass es sein größtes Problem ist. Also ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen mit gemischten Gefühlen.
Wenn euch der Drucker interessiert, ich habe ihn euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist ein Affiliate-Link, damit unterstützt ihr meinen Kanal und vor allen Dingen, wenn ihr über den Link kauft, sieht das natürlich die Firma Creality und wird mir auch bald die neuesten Drucker hoffentlich wieder zur Verfügung stellen, damit ich für euch hier solche coolen Videos machen kann. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt und was ich hier so in meinem Prettyverse mache, dann abonniert gerne meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Ansonsten gebt gerne einen Kommentar und dem Video einen Daumen nach oben. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns wie immer. Bis gleich, Freunde!